Hallo, herzlich willkommen bei Techno Composites. Heute gehen wir mal in das Werk 2 und schauen uns mal eine Spezialbühne an, die wir für den Bereich der Fischzucht machen. Kommt mal mit. Ja, wir sind jetzt gerade in der Sonderkonstruktion. Wir wollen euch heute die Bühnen bauen, die wir im Bereich der Fischzucht machen. Die haben eine Besonderheit, das ist nicht nur eine Bühne, das ist eine fahrbare Bühne, damit man die über das Becken rüber bewegen kann. Mit der kleinen Besonderheit, dass da halt auch noch Gitter praktisch abgesenkt werden, mit denen man es dann schafft, die Fische sozusagen in einen bestimmten Bereich zu drängen, damit diese dann eben gefangen werden können. Ihr seht hier schon mal Einzelteile, die vorbereitet sind. Wir haben hier also Fußleisten, die schon mal entsprechend zugeschnitten sind, wo auch die Kanten schon mal abgeschrägt sind, müssen teilweise noch entgratet werden. Ihr seht hier Handläufe, die schon auf Gärung gesägt sind und so weiter. Also Einzelteile wurden alle schon vorbereitet, genau wie die U-Profile, die wir hier haben. Die U-Profile sind auch schon vorbereitet und gebohrt. Und da wir 6 Bühnen davon bauen müssen, haben wir halt hier die Chance, einmal die Einzelteile zu sehen, aber auch die Bühne, wie sie hier schon gerade montiert wird. Besonderheit, wie wir gerade gesagt haben, sind die Rollen darunter. Man hat also bauseits haben wir schon U-Profile 70 geliefert, die praktisch als Schiene da verlegt wurden an den Seiten der Becken. Die Bühne wird später reingehoben, sodass diese Rollen hier eine sehr gute Führung haben und man kann auch sehen, die sind sehr leichtläufig. Das funktioniert also ganz gut. Ja, Robert und Sergej montieren hier gerade die Fußleiste. Das Geländersystem ist schon fertig. Die Fußleiste wird gerade montiert. Das Ganze ist wieder so aufgebaut, dass wir hier doppelte U-Profile haben mit 200 mm Höhe, 8 mm Wandstärke und das hier müssten so um die 80 mm sein. Wir haben also hier einen Schenkel sozusagen von 80 mm. Das auf beiden Seiten, ein 38er Gitterrost drauf. Dann haben wir hier sicherlich auch noch Querstreben. Das kann man hier sehen, wenn man gleich mal von oben drauf guckt oder von unten guckt. Hier sieht man die Querstreben plus eben auch Flachstreifen, die wir hier als Diagonalen eingesetzt haben, damit die Bühne sich also nicht irgendwo verwinden kann. Davon bauen wir 6 Stück. Draußen zeigen wir euch noch eine, die wir jetzt mal als Prototyp aufgebaut haben, um einfach zu sehen, passt das alles, kann man es auch auf der Bauseite sozusagen montieren, greifen alle Bauteile korrekt ineinander. Ja, das werden wir euch gleich auch noch mal zeigen. Hier sind noch mal die Pfosten von den Rechen. Insgesamt 6 Sets. Eins ist allerdings schon draußen verbaut. Wir haben hier Holzlatten dran. Das dient aber rein als Transportsicherung. Dieser Winkel hier unten, der ist sehr wichtig, damit die Gitterroste hinterher aufstehen. Der wird aber praktisch nur hier unten an einer Stelle jeweils befestigt oder an 2. Dafür die Transportsicherung. Was auch noch wichtig ist, das sehen wir hier hinter mir. Wir haben hier einmal Pfosten für Leitern und dann haben wir hier daraus Treppen gebaut. Das ist eine Treppe, die hier jeweils über so einen Bügel eingehängt wird, hängt also ein bisschen schräg dran, mit jeweils 1, 2, 3 Trittstufen sozusagen, so dass man vernünftig von dem Beckenbereich auf die Bühne raufkommt, auf der Bühne seine Arbeiten erledigen kann und vernünftig wieder runterkommt. Und dann kann halt eben die Bühne, wie Stefan das so schön beschrieben hat, auch noch per Seilkonstruktion gezogen werden, sodass die praktisch durch das Becken gleitet und halt eben über dem Becken weggleitet. Je nachdem, welchen Teil der Konstruktion wir uns angucken. Also hier sieht man, dass wir den Winkel haben, den Anschlagwinkel. Dann haben wir hier ein I-Profil und einen Pfosten, mit dem das Ganze befestigt wird. Muss ja auch entsprechend steif sein. Wenn man es durchs Wasser zieht, hat man sicherlich einen gewissen Widerstand im Wasser. Und damit die Gitterroste vernünftig eingesetzt werden können, haben wir hier nicht nur das I-Profil hier in beige, sondern noch ein angeschraubtes Winkelprofil. Und zwischen Winkelprofil und I-Profil ist eine Lücke, in die dann die Gitterroste, die sehr dünn sind, eingesetzt werden. Und die zeigen wir euch jetzt auch noch mal. Also hier haben wir schon mal die Gitterroste, die dann eingesetzt werden, jeweils mit einer Ausklinkung, die notwendig ist, damit unten diese Kante des Gitterrostes auch wirklich auf dem Anschlagwinkel aufsitzt.
Hier haben wir einen Ausschnitt gemacht, damit man einfach hier greifen kann. Und hier seht ihr auch mal, ja, wie gut das funktioniert. Und ihr seht auch, wie dünn dieses Gitterrost ist an der Stelle, ne? Jetzt gehen wir mal raus. Da wird gerade ein Prototyp aufgebaut. Dann seht ihr noch einen Teil der Montage und seht auch hinterher, wie das Ganze im Zusammenspiel funktioniert. Also ein Führungsprofil für den GfK-Rechen ist bereits montiert, hängt schon. Und das zweite, hier kann man es ganz gut sehen, was die Kollegen gerade machen, wird jetzt eingesetzt. Das Ganze muss 5-mal auf der Länge passieren. Wichtig ist halt, dass bei der Montage berücksichtigt wird, dass alle Schrauben einmal gelockert werden, damit zwischen den U-Profilen ausreichend Luft ist, damit das Profil von unten eingeschoben werden kann. Hier kann man das sehen, wie die Funktion nachher vorgesehen ist. Arcadius kannst du einmal noch zur Simulation ein Gitterrost anheben, damit man das sieht. Also hier habe ich Führungsschienen. Ja, einmal ablassen, bitte. Unten, wie gesagt, mein vormontiertes Anschlagprofil. Und wenn ich jetzt alles montiert habe, ist natürlich ganz wichtig, dass auch final alle Schrauben, die ich vorher gelockert habe, um die Profile in Position zu bringen, wieder fix anziehe. So, jetzt haben wir euch gezeigt, wie so ein Spezialprojekt im Bereich der Fischzucht einmal aussehen kann. Spezielle Bühnen halt mit Rechenfunktion. Wir können also wirklich auf die Anforderungen der Kunden eingehen. Wir können auch auf die bauseitige Situation eingehen und das Ganze so konstruieren, dass es wirklich auch passt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns liked und weiterempfehlt.